Welche Art von Arbeit machst du? Welche Art von Arbeit machst du? Ich arbeite als Grafikdesigner. Ich arbeite als Grafikdesigner. Hast du flexible Arbeitszeiten? Hast du flexible Arbeitszeiten? Ja, ich kann meine Stunden anpassen. Ja, ich kann meine Stunden anpassen. Gefällt dir deine Arbeit? Gefällt dir deine Arbeit? Ja, sie ist interessant und abwechslungsreich. Ja, sie ist interessant und abwechslungsreich. Arbeitest du oft von zu Hause aus? Arbeitest du oft von zu Hause aus? Ja, 3 Tage pro Woche. Ja, 3 Tage pro Woche. Was gefällt dir am besten an deinem Job? Was gefällt dir am besten an deinem Job? Die Zusammenarbeit mit dem Team. Die Zusammenarbeit mit dem Team. Wie lange arbeitest du schon in diesem Beruf? Wie lange arbeitest du schon in diesem Beruf? Ich bin seit 5 Jahren dabei. Ich bin seit 5 Jahren dabei. Bist du zufrieden mit deinem Gehalt? Bist du zufrieden mit deinem Gehalt? Ja, es ist fair für meine Position. Ja, es ist fair für meine Position. Was ist das Schwierigste an deinem Job? Was ist das Schwierigste an deinem Job? Die engen Deadlines. Die engen Deadlines. Hast du Kollegen, die du oft siehst? Hast du Kollegen, die du oft siehst? Ja, wir treffen uns täglich im Büro. Ja, wir treffen uns täglich im Büro. Bist du in deinem Job aufgestiegen? Bist du in deinem Job aufgestiegen? Ja, ich wurde letztes Jahr befördert. Ja, ich wurde letztes Jahr befördert. Arbeitest du lieber allein oder im Team? Arbeitest du lieber allein oder im Team? Ich arbeite lieber im Team, weil es motivierend ist. Ich arbeite lieber im Team, weil es motivierend ist. Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Ich beginne mit E-Mails, habe dann Meetings und arbeite an Projekten. Ich beginne mit E-Mails, habe dann Meetings und arbeite an Projekten. Reist du viel für deine Arbeit? Reist du viel für deine Arbeit? Nein, ich arbeite meistens im Büro. Nein, ich arbeite meistens im Büro. Hast du eine gute Work-Life-Balance? Hast du eine gute Work-Life-Balance? Ja, ich versuche, nach der Arbeit abzuschalten. Ja, ich versuche, nach der Arbeit abzuschalten. Was würdest du gerne in deinem Beruf verbessern? Was würdest du gerne in deinem Beruf verbessern? Wenige Überstunden wären schön. Wenige Überstunden wären schön. Lernst du neue Dinge in deinem Job? Lernst du neue Dinge in deinem Job? Ja, ich nehme regelmäßig an Schulungen teil. Ja, ich nehme regelmäßig an Schulungen teil. Welche Fähigkeiten sind in deinem Job wichtig? Welche Fähigkeiten sind in deinem Job wichtig? Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeiten. Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeiten. Gibt es Aufstiegsmöglichkeiten in deinem Beruf? Gibt es Aufstiegsmöglichkeiten in deinem Beruf? Ja, mit Erfahrung und Weiterbildung. Ja, mit Erfahrung und Weiterbildung. Hast du dir diesen Job ausgesucht? Hast du dir diesen Job ausgesucht? Ja, es war schon immer mein Traumberuf. Ja, es war schon immer mein Traumberuf. Wie gehst du mit Stress im Job um? Wie gehst du mit Stress im Job um? Ich versuche, Pausen zu machen und tief durchzuatmen. Ich versuche, Pausen zu machen und tief durchzuatmen. Würdest du in einer anderen Branche arbeiten? Würdest du in einer anderen Branche arbeiten? Vielleicht, wenn es eine spannende Möglichkeit gäbe. Vielleicht, wenn es eine spannende Möglichkeit gäbe. Hast du viele Meetings? Hast du viele Meetings? Ja,
fast jeden Tag. Ja, fast jeden Tag. Welche Rolle spielt Technik in deinem Job? Welche Rolle spielt Technik in deinem Job? Eine große Rolle. Ich nutze täglich viele Programme. Eine große Rolle. Ich nutze täglich viele Programme. Arbeitest du am Wochenende? Arbeitest du am Wochenende? Normalerweise nicht, nur wenn es dringend ist. Normalerweise nicht, nur wenn es dringend ist. Hast du einen Mentor im Beruf? Hast du einen Mentor im Beruf? Ja, mein Chef ist sehr unterstützend. Ja, mein Chef ist sehr unterstützend. Was sind deine beruflichen Ziele? Was sind deine beruflichen Ziele? Ich möchte in Zukunft eine Führungsposition übernehmen. Ich möchte in Zukunft eine Führungsposition übernehmen. Hast du eine spezielle Ausbildung für deinen Beruf gemacht? Hast du eine spezielle Ausbildung für deinen Beruf gemacht? Ja, ich habe einen speziellen Kurs besucht. Ja, ich habe einen speziellen Kurs besucht. Kannst du deine Arbeitszeit selbst einteilen? Kannst du deine Arbeitszeit selbst einteilen? Ja, solange ich meine Aufgaben erledige. Ja, solange ich meine Aufgaben erledige. Gibt es viele Möglichkeiten zur Weiterbildung? Gibt es viele Möglichkeiten zur Weiterbildung? Ja, mein Unternehmen bietet regelmäßig Kurse an. Ja, mein Unternehmen bietet regelmäßig Kurse an. Würdest du gerne in einem anderen Land arbeiten? Würdest du gerne in einem anderen Land arbeiten? Ja, das wäre eine spannende Erfahrung. Ja, das wäre eine spannende Erfahrung. Gibt es in deinem Job viele Überstunden? Gibt es in deinem Job viele Überstunden? Manchmal, besonders bei wichtigen Projekten. Manchmal, besonders bei wichtigen Projekten. Wie lange ist dein Arbeitsweg? Wie lange ist dein Arbeitsweg? Ungefähr 30 Minuten mit dem Auto. Ungefähr 30 Minuten mit dem Auto.
Magst du die Arbeit mit Kunden? Magst du die Arbeit mit Kunden? Ja, meistens ist es interessant und abwechslungsreich. Ja, meistens ist es interessant und abwechslungsreich. Was würdest du an deinem Arbeitsplatz ändern? Was würdest du an deinem Arbeitsplatz ändern? Ich hätte gern ein größeres Büro. Ich hätte gern ein größeres Büro. Was machst du, wenn du dich bei der Arbeit gestresst fühlst? Was machst du, wenn du dich bei der Arbeit gestresst fühlst? Ich mache eine kurze Pause und gehe spazieren. Ich mache eine kurze Pause und gehe spazieren. Hast du Kollegen, mit denen du dich privat triffst? Hast du Kollegen, mit denen du dich privat triffst? Ja, ab und zu gehen wir zusammen essen. Ja, ab und zu gehen wir zusammen essen. Was war dein erster Job? Was war dein erster Job? Ich habe als Kellnerin in einem Café gearbeitet. Ich habe als Kellnerin in einem Café gearbeitet. Musst du oft Präsentationen halten? Musst du oft Präsentationen halten? Ja, einmal im Monat vor dem Team. Ja, einmal im Monat vor dem Team. Hast du jemals an einem großen Projekt gearbeitet? Hast du jemals an einem großen Projekt gearbeitet? Ja, wir haben kürzlich ein großes IT-Projekt abgeschlossen. Ja, wir haben kürzlich ein großes IT-Projekt abgeschlossen. Verbringst du viel Zeit am Computer? Verbringst du viel Zeit am Computer? Ja, fast den ganzen Tag. Ja, fast den ganzen Tag. Was ist deine größte berufliche Herausforderung? Was ist deine größte berufliche Herausforderung? Die Zeit effektiv zu nutzen. Die Zeit effektiv zu nutzen. Arbeitest du gerne in einem Großraumbüro? Arbeitest du gerne in einem Großraumbüro? Es ist okay, aber manchmal laut. Es ist okay, aber manchmal laut. Welche Software benutzt du täglich? Welche Software benutzt du täglich?
Ich nutze hauptsächlich Excel und PowerPoint. Ich nutze hauptsächlich Excel und PowerPoint. Gibt es in deinem Beruf viel Konkurrenz? Gibt es in deinem Beruf viel Konkurrenz? Ja, der Markt ist sehr umkämpft. Ja, der Markt ist sehr umkämpft. Würdest du dich als erfolgreich bezeichnen? Würdest du dich als erfolgreich bezeichnen? Ich bin zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Ich bin zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Was machst du, um dich beruflich weiterzuentwickeln? Was machst du, um dich beruflich weiterzuentwickeln? Ich besuche regelmäßig Workshops und Schulungen. Ich besuche regelmäßig Workshops und Schulungen. Hast du schon einmal einen Job gewechselt? Hast du schon einmal einen Job gewechselt? Ja, ich habe vor 2 Jahren gewechselt. Ja, ich habe vor 2 Jahren gewechselt. Wie gehst du mit schwierigen Kunden um? Wie gehst du mit schwierigen Kunden um? Ich bleibe ruhig und höre genau zu. Ich bleibe ruhig und höre genau zu. Was ist dir bei der Arbeit am wichtigsten? Was ist dir bei der Arbeit am wichtigsten? Eine gute Zusammenarbeit im Team. Eine gute Zusammenarbeit im Team. Planst du, in deiner Firma zu bleiben? Planst du, in deiner Firma zu bleiben? Ja, ich sehe hier gute Entwicklungsmöglichkeiten. Ja, ich sehe hier gute Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du manchmal nervös vor Meetings? Bist du manchmal nervös vor Meetings? Ja, besonders vor großen Präsentationen. Ja, besonders vor großen Präsentationen. Hattest du jemals einen schwierigen Chef? Hattest du jemals einen schwierigen Chef? Ja, aber ich habe viel daraus gelernt. Ja, aber ich habe viel daraus gelernt. Was ist das Wichtigste, das du im Job gelernt hast? Was ist das Wichtigste, das du im Job gelernt hast? Geduld und Flexibilität. Geduld und Flexibilität. Wie motivierst du dich an stressigen Tagen?
Wie motivierst du dich an stressigen Tagen? Ich setze mir kleine Ziele und belohne mich. Ich setze mir kleine Ziele und belohne mich. Hast du jemals über eine berufliche Veränderung nachgedacht? Hast du jemals über eine berufliche Veränderung nachgedacht? Ja, aber ich bin glücklich, wo ich jetzt bin. Ja, aber ich bin glücklich, wo ich jetzt bin. Was gefällt dir am wenigsten an deinem Job? Was gefällt dir am wenigsten an deinem Job? Die langen Arbeitsstunden. Die langen Arbeitsstunden. Wie bereitest du dich auf ein wichtiges Meeting vor? Wie bereitest du dich auf ein wichtiges Meeting vor? Ich mache Notizen und übe meine Präsentation. Ich mache Notizen und übe meine Präsentation. Ist dir ein gutes Arbeitsumfeld wichtig? Ist dir ein gutes Arbeitsumfeld wichtig? Ja, es beeinflusst meine Motivation sehr. Ja, es beeinflusst meine Motivation sehr. Würdest du anderen empfehlen, in deinem Bereich zu arbeiten? Würdest du anderen empfehlen, in deinem Bereich zu arbeiten? Ja, wenn sie kreativ sind und Herausforderungen mögen. Ja, wenn sie kreativ sind und Herausforderungen mögen. Hast du Kollegen, die deine Freunde sind? Hast du Kollegen, die deine Freunde sind? Ja, mit einigen verstehe ich mich sehr gut. Ja, mit einigen verstehe ich mich sehr gut. Bist du in deinem Job oft kreativ? Bist du in deinem Job oft kreativ? Ja, vor allem bei der Problemlösung. Ja, vor allem bei der Problemlösung. Was ist deine größte berufliche Errungenschaft? Was ist deine größte berufliche Errungenschaft? Ein Projekt, das den Umsatz der Firma deutlich gesteigert hat. Ein Projekt, das den Umsatz der Firma deutlich gesteigert hat. Wie bleibst du organisiert? Wie bleibst du organisiert? Ich nutze eine To-Do-Liste und plane meinen Tag im Voraus. Ich nutze eine To-Do-Liste und plane meinen Tag im Voraus. Welche Art von Kollegen magst du am meisten?
Welche Art von Kollegen magst du am meisten? Kollegen, die offen und hilfsbereit sind. Kollegen, die offen und hilfsbereit sind. Hast du jemals einen Kurs besucht, um deine Fähigkeiten zu verbessern? Hast du jemals einen Kurs besucht, um deine Fähigkeiten zu verbessern? Ja, ich habe einen Kurs in Projektmanagement gemacht. Ja, ich habe einen Kurs in Projektmanagement gemacht. Musst du oft Entscheidungen treffen? Musst du oft Entscheidungen treffen? Ja, in meiner Position treffe ich täglich Entscheidungen. Ja, in meiner Position treffe ich täglich Entscheidungen. Was sind die größten Herausforderungen deines Berufs? Was sind die größten Herausforderungen deines Berufs? Flexibilität und Multitasking sind oft gefordert. Flexibilität und Multitasking sind oft gefordert. Arbeitest du gerne mit Zahlen? Arbeitest du gerne mit Zahlen? Ja, ich finde es spannend, Daten zu analysieren. Ja, ich finde es spannend, Daten zu analysieren. Hast du ein Vorbild im Beruf? Hast du ein Vorbild im Beruf? Ja, mein früherer Chef hat mich stark inspiriert. Ja, mein früherer Chef hat mich stark inspiriert. Wie wichtig ist Teamarbeit in deinem Job? Wie wichtig ist Teamarbeit in deinem Job? Sehr wichtig, da wir viele Projekte zusammen machen. Sehr wichtig, da wir viele Projekte zusammen machen. Gibt es in deinem Job viele kreative Freiheiten? Gibt es in deinem Job viele kreative Freiheiten? Ja, ich kann oft meine eigenen Ideen einbringen. Ja, ich kann oft meine eigenen Ideen einbringen. Verfolgst du bestimmte Karriereziele? Verfolgst du bestimmte Karriereziele? Ja, ich möchte in den nächsten Jahren eine höhere Position erreichen. Ja, ich möchte in den nächsten Jahren eine höhere Position erreichen. Hast du jemals eine berufliche Auszeichnung erhalten? Hast du jemals eine berufliche Auszeichnung erhalten? Ja, für exzellente Leistungen im Team. Ja, für exzellente Leistungen im Team.
Was machst du in der Mittagspause? Was machst du in der Mittagspause? Ich esse mit Kollegen und entspanne mich kurz. Ich esse mit Kollegen und entspanne mich kurz. Arbeitest du lieber alleine oder im Team? Arbeitest du lieber alleine oder im Team? Beides hat seine Vorteile, aber ich mag Teamarbeit. Beides hat seine Vorteile, aber ich mag Teamarbeit. Möchtest du im Ausland arbeiten? Möchtest du im Ausland arbeiten? Ja, das wäre eine interessante Erfahrung. Ja, das wäre eine interessante Erfahrung. Hast du oft Kundenkontakt? Hast du oft Kundenkontakt? Ja, ich spreche täglich mit Kunden. Ja, ich spreche täglich mit Kunden. Welchen Ratschlag würdest du Berufseinsteigern geben? Welchen Ratschlag würdest du Berufseinsteigern geben? Geduldig sein und so viel wie möglich lernen. Geduldig sein und so viel wie möglich lernen. Was war die größte Herausforderung in deinem Beruf? Was war die größte Herausforderung in deinem Beruf? Ein großes Projekt unter Zeitdruck abzuschließen. Ein großes Projekt unter Zeitdruck abzuschließen. Hast du flexible Arbeitszeiten? Hast du flexible Arbeitszeiten? Ja, ich kann meine Arbeitszeit etwas anpassen. Ja, ich kann meine Arbeitszeit etwas anpassen. Machst du oft Dienstreisen? Machst du oft Dienstreisen? Nicht oft, aber manchmal sind sie notwendig. Nicht oft, aber manchmal sind sie notwendig. Welche Fähigkeiten sind in deinem Job besonders wichtig? Welche Fähigkeiten sind in deinem Job besonders wichtig? Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeiten. Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeiten. Bist du mit deinem Gehalt zufrieden? Bist du mit deinem Gehalt zufrieden? Ja, es ist fair für meine Arbeit. Ja, es ist fair für meine Arbeit. Gibt es viele Aufstiegsmöglichkeiten in deiner Firma? Gibt es viele Aufstiegsmöglichkeiten in deiner Firma? Ja,
es gibt eine klare Karriereleiter. Ja, es gibt eine klare Karriereleiter. Brauchst du in deinem Beruf viel Geduld? Brauchst du in deinem Beruf viel Geduld? Ja, besonders im Umgang mit Kunden. Ja, besonders im Umgang mit Kunden. Wie gehst du mit Rückschlägen um? Wie gehst du mit Rückschlägen um? Ich analysiere, was schiefgelaufen ist, und lerne daraus. Ich analysiere, was schiefgelaufen ist, und lerne daraus. Magst du deinen Job? Magst du deinen Job? Ja, die Arbeit ist spannend und abwechslungsreich. Ja, die Arbeit ist spannend und abwechslungsreich. Kannst du von zu Hause aus arbeiten? Kannst du von zu Hause aus arbeiten? Ja, ich habe die Möglichkeit, gelegentlich remote zu arbeiten. Ja, ich habe die Möglichkeit, gelegentlich remote zu arbeiten. Hast du in deinem Job viel Verantwortung? Hast du in deinem Job viel Verantwortung? Ja, ich bin für mehrere Projekte verantwortlich. Ja, ich bin für mehrere Projekte verantwortlich. Arbeitest du oft unter Zeitdruck? Arbeitest du oft unter Zeitdruck? Ja, besonders bei Deadlines. Ja, besonders bei Deadlines. Wie gehst du mit Kritik um? Wie gehst du mit Kritik um? Ich nehme sie an und versuche, mich zu verbessern. Ich nehme sie an und versuche, mich zu verbessern. Hast du einen Mentor im Beruf? Hast du einen Mentor im Beruf? Ja, ein erfahrener Kollege unterstützt mich. Ja, ein erfahrener Kollege unterstützt mich. Lernst du regelmäßig Neues für deinen Job? Lernst du regelmäßig Neues für deinen Job? Ja, ich halte mich über aktuelle Trends auf dem Laufenden. Ja, ich halte mich über aktuelle Trends auf dem Laufenden. Welche Eigenschaft schätzt du an deinen Kollegen am meisten? Welche Eigenschaft schätzt du an deinen Kollegen am meisten? Ihre Hilfsbereitschaft und ihr Engagement.
Ihre Hilfsbereitschaft und Ihr Engagement. Welche Aufgaben übernimmst du am liebsten? Welche Aufgaben übernimmst du am liebsten? Die, bei denen ich kreativ sein kann. Die, bei denen ich kreativ sein kann. Hast du klare Karriereziele? Hast du klare Karriereziele? Ja, ich möchte eine Führungsposition erreichen. Ja, ich möchte eine Führungsposition erreichen. Hast du in deinem Job viel Abwechslung? Hast du in deinem Job viel Abwechslung? Ja, jeder Tag ist anders. Ja, jeder Tag ist anders. Findest du deinen Job anspruchsvoll? Findest du deinen Job anspruchsvoll? Ja, aber das gefällt mir. Ja, aber das gefällt mir. Welche Rolle spielt Kommunikation in deinem Job? Welche Rolle spielt Kommunikation in deinem Job? Eine sehr große, da wir viel im Team arbeiten. Eine sehr große, da wir viel im Team arbeiten. Wirst du in deinem Job oft anerkannt? Wirst du in deinem Job oft anerkannt? Ja, mein Chef lobt mich regelmäßig für meine Arbeit. Ja, mein Chef lobt mich regelmäßig für meine Arbeit.